Moin bei Kugelbahn.de, die neuen Erweiterungen Frühjahr 2022 sind da und wir fahren jetzt erstmal eine Runde Karussell. Entschuldigt die teilweise schlechte Tonqualität, die neuen Mikros funktionieren noch nicht so gut. Jetzt ist das Karussell da und ich werde das Ding jetzt natürlich wie gehabt auspacken und aufbauen und dazu machen wir jetzt erstmal die Verpackung auf, aber kurz vorweg noch, es ist ein schwarzer Karton, das heißt es ist eine Pro-Erweiterung, ist aber eigentlich gar nicht wichtig, weil auch mit dem normalen weißen Gravity Tracks funktioniert dieses Karussell natürlich genauso, wie als wenn ich nur das Pro verwenden würde. So, los geht's und dann mache ich hier wie gehabt mal schön diese Folie ab. Und dann gucken wir mal, was im Karton drin ist. So, und auf der Karton, geht ja immer ein bisschen schwierig. So, das ist das Unterteil, wie man an diesem Sechseck da runter natürlich sehr vorteilhaft erkennen kann. Und hier ist das Oberteil des Karussells. Dazu gibt es ein Tütchen mit 3 kleinen Wänden dabei und diese beiden Teile. Eigentlich müsste da noch ein Verbindungsstück fehlen, wenn ich das so richtig sehe. Ach ja, genau, hier scheint das auch mit in der Wändchentüte drin zu sein. Und wir bauen das Ding natürlich jetzt erstmal auf. Hier liegt auch ein kleines Aufbauheftchen mit dabei. Und versuchen das erstmal ohne Anleitung hinzubekommen, denn so schwer kann es ja eigentlich nicht sein. Habe ich schon öfters gedacht, ich weiß, und dann falsch aufgebaut. Vielleicht ist es doch schwerer als gedacht. Okay, ich glaube, ich werfe doch lieber einen Blick in die Anleitung, dass ich auch weiß, wie rum ich die Sachen dort reinstecken muss. Hier rein zugehören die Wände, nennen es mal Holme, sind es ja eher. Muss das Teil hier reingesteckt werden, okay, und dann muss logischerweise das hiermit verbunden werden, okay, und dann steckt das zusammen. Theoretisch würde ich sagen, das muss hier rein, genau, und dort kommt das, ach so, halt, ich glaube, wir müssen erst den da oben drin haben und dann das Teil zusammenbauen. Das wahrscheinlich auch nur in eine Richtung Sinn macht, genau, der muss dann da unten rein und anschließend muss das Ding da durchgesteckt werden. Und so dreht sich dann das Teil komplett, auch der untere dreht sich da dann vernünftig mit und so müsste das Karussell ja dann eigentlich funktionieren. Naja, werden wir gleich im Probebetrieb sehen. So sieht das Karussell jetzt momentan aus und jetzt gucken wir mal, wie wir das in eine kleine Beispielbahn eingebaut bekommen. Starten wir, anders als sonst in so Vorstellungsvideos, mit einer Beispielbahn. Das Karussell hat ein paar Eigenheiten, die nicht sofort auffallen. In der Mitte der Beispielbahn steht das Karussell, daneben der Spinner, in dem 3 Kugeln bereit liegen. Die Kugeln starten und wir richten erstmal die Aufmerksamkeit auf die goldene Kugel. Diese läuft die steile Schiene hinab durch die kleine Spirale und auf das Karussell zu und sie bleibt dort unten drin liegen. Aber nicht lange, denn die grüne Kugel ist schon unterwegs, um oben in das Karussell hineinzurollen. Sie tut es und hat so viel Schwung, das Karussell dadurch zu drehen. Dabei wird die grüne Kugel um 60 Grad gegen den Uhrzeigersinn versetzt und bleibt dort wiederum liegen. Gleichzeitig wird aber die goldene Kugel wieder aus dem Karussell herausgeschubst und läuft weiter, wird aber gleich durch die Kaskade wieder oben im Karussell abgelegt. Zwischendurch schauen wir mal auf die rote Kugel, die insgesamt einen etwas längeren Weg nimmt, schlussendlich oben ins Karussell reingeschossen wird und damit die grüne Kugel auslöst. Jetzt liegen sowohl die rote und die goldene Kugel im Karussell bereit, um wiederum ausgelöst zu werden, was nun die grüne Kugel wieder erledigt. Um 2 Kugeln auszulösen, wird allerdings nochmal mehr Kraft benötigt, darum wird das an dieser Stelle mit einer Gaußkanone gelöst. Die grüne Kugel löst aus, die rote und die goldene rollen dann ins Ziel. Ober- und Unterteil des Karussells haben abwechselnd verschieden hohe Einläufe. Die höheren Einläufe dienen dabei rein als Auslöser.
Damit das Innenteil des Karussells gedreht werden kann, ist es natürlich gut, wenn die Kugel dann auf dem Weg zum, ich nenne es mal Liegeplatz, ein wenig Bergabstrecke hat, sozusagen als Antrieb. Das hat den Vorteil, dass Kugeln, die oben liegen, auch von unten ausgelöst werden können und dass Kugeln so im Karussell quasi zwischengespeichert werden können, um später auszulösen. Die Kugeln können also nur in einem niedrigen Einlauf liegen, aber auch während des Bahnverlaufs dort abgelegt werden, um sie später auszulösen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Wie viel Anschwung, Kraft oder Geschwindigkeit wird benötigt, um das Karussell auszulösen? Wie jede Pro-Erweiterung ist auch das Karussell 3,5 Höhensteine hoch, allerdings nicht überall. Hä? Ja, die Einläufe zum Auslösen der Kugeln sind 4 Höhensteine hoch. Die Schiene läuft hier in diesem Beispiel in einen Einlauf hinein und ist rechts mit einer Säule verbunden, die 3,5 Höhensteine hoch ist. Man benötigt keine Wasserwaage, um zu sehen, wie schief das hier ist. Die Kugel läuft zwar ins Karussell rein, löst es aber nicht aus, also nehmen wir den halben Höhenstein aus der Säule raus, bauen einen ganzen grauen noch darunter und dann gucken wir mal, wie das sich dann äußert. Die goldene Kugel kann jetzt wieder aus dem Fänger in das Karussell hineinlaufen und siehe da reicht der Schwung, um die rote Kugel unten aus dem Karussell herauszuschubsen. Wie ja eben schon in der Beispielbahn auch zu sehen war, wenn 2 Kugeln aus dem Karussell herausgedreht werden sollen, dann braucht man ein bisschen mehr Anschwung. Ich habe da ja die Gauss-Kanone verwendet und man sieht auch hier, wenn 2 Kugeln drin liegen und ich einen Anlauf von 4 Höhensteinen habe, reicht einfach die Kraft der Kugel nicht aus, um die anderen beiden da rauszudrehen. Jetzt habe ich hier noch einen Höhenstein draufgesetzt, dann sind es also 5, das funktioniert nicht und jetzt sind es 6 Höhensteine, auch da reicht der Schwung nicht aus, auch beim zweiten Mal nicht. Jetzt baue ich da 7 Höhensteine drunter, das geht beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal funktioniert es und beim dritten Mal auch, also hier ist die Zuverlässigkeitsrate etwas größer. Ja, Fazit zum Karussell. Ich muss sagen, wie auch schon der Turntable ist das Karussell für Leute, die komplexe Streckenverläufe planen und bauen wollen, ein ziemlich cooles Hilfsmittel und von daher von meiner Seite aus hier ein ganz klarer Kauftipp. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert natürlich auch das Bimmel-Bammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.